Wenn Sie in Ihrem Vorsatz diese Höhenführung verbaut haben, sollten Sie den Sensor der Höhenführung einmal auf Spiel prüfen. Und wenn der Sensor zu viel Spiel hat, sollten Sie den Sensor zerlegen und mit Ausgleichsscheiben ausrüsten. Jetzt zeige ich euch, wie das geht. Als erstes baue ich den Sensor aus der Spitze aus. So, jetzt habe ich den Sensor ausgebaut. Ziehe ich diesen Kabel noch ab und dann spanne ich mir den Sensor in einen Schraubstock ein. Als erstes prüfen wir mal die Federn, ob die in Ordnung sind. Dabei gehe ich hin und bewege den Sensor ganz nach hinten. Und dann schaue ich mir die Federn an, gucke, ob die in Ordnung sind. In diesem Fall sind sie noch in Ordnung. Dann gehe ich hin, baue den Bolzen aus. Als erstes muss ich dabei diese Schraube rausdrehen. So, da ist noch ein Filzring drunter, den nehme ich auch mit runter. Wenn der natürlich defekt ist, sollte man den auch ersetzen. So, danach drehe ich den Sensor um, spanne ihn anders ein, dass ich den eigentlichen Sensor ausbauen kann. So, dann können wir den wegnehmen. Und jetzt hauen wir den Hohlstift raus. Bevor wir den Bolzen rausdrücken, müssen wir uns merken, wie der Bolzen gesessen hat. Hier ist so eine leichte Absenkung. Und die Absenkung muss immer zu der Rundung von dieser Platte hier. So, dann kann ich den Halter rausnehmen. Und da fallen mir die Ausgleichsscheiben schon entgegen, weil dieser Sensor schon mit den Ausgleichsscheiben ausgerüstet war. Und halt in Serie sitzen anstatt den Ausgleichsscheiben sitzen halt diese Filzringe da drin. Die sollte man dann einfach austauschen. Und so viel Ausgleichsscheiben oben und unten auffüllen, bis das Spiel nicht mehr vorhanden ist. So, dann sitzen in diesem Halter oben und unten noch Büchsen drin, die ich auf jeden Fall, bevor ich den Sensor wieder zusammenbaue, erneuern soll. Die sind über den Ersatzteilweg zu bestellen. Dann sollte ich mir den Bolzen hier anschauen und wenn der zu viel Spiel hat oder irgendwo eingelaufen ist, sollte ich den Bolzen auch erneuern. Aber wenn der noch gut ist, so wie hier, dann kann ich den Bolzen wieder verwenden. Die Büchsen sind neu. Ich spanne mir den Halter etwas anders ein. So, jetzt nehme ich wieder ein paar Ausgleichsscheiben, die ich dazwischen packe. Was dabei auch wichtig ist, dass ich überall ein bisschen Fett dran mache, dass es auch gut läuft. So, jetzt habe ich ihn wieder drin. Jetzt gucke ich, ob die Führung richtig drin ist. So, jetzt montiere ich den Hohlstift wieder. Den sollte man auch prüfen, ob der in Ordnung ist. Oder auch erneuern auf jeden Fall. So, jetzt setze ich an der Seite die Schraube wieder rein mit dem Filz, mit Loctite. Okay, drehe den Sensor einmal um. Und montiere den Hauptsensor wieder. Dabei ist auch darauf zu achten, dass dieser Halbmond, den ich hier sehe, oder dieses Runde, dass der auch hier oben an der Führung von dem Halter montiert wird. Ansonsten habe ich halt falsche Werte, die zum Häcksler gehen. Und wenn ich ihn fertig habe, kann ich nochmal prüfen und das Spiel, ich habe dann auf jeden Fall kein Spiel mehr in meinem Sensor. Und dadurch wird die Lebensdauer erhöht. So, und jetzt baue ich diesen Sensor wieder in der Spitze ein. So, und den Kabel klemme ich dann auch wieder an. Kann auch sein, dass dieser Kabel noch in dem Vorsatz drin sitzt, an dem anderen Kabelbau.